Wir sind heute am Faces of Forbes Luxury Summit im Dolder in Zürich und mein nächster Gast ist Felicitas Morhardt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Kannst du dich mal vorstellen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Wer bist du und was machst du? Ich bin Felicitas Morhardt. Ich bin ordentliche Professorin für Marketing an der HEC Lausanne. Das ist die Business School von der Universität Lausanne. Und mein Spezialgebiet ist Luxury Marketing. In der Forschung, in der Lehre, aber auch natürlich in den Industrieprojekten, die ich mit Firmen zusammen mache. Dann habe ich noch einen Podcast, Luxury on Air. Und ich habe auch ein Projekt mitgegründet, das heißt Original Luxury. Das ist ein Projekt, das die Technologien für Traceability in der Luxusindustrie mitverfolgt und zusammenbringt, eigentlich die Stakeholder zusammenbringt, um die Traceability in den Supply Chains zu verbessern. Bevor wir auf Traceability eingehen, nimmt mich Wunder, was ist so ein bisschen das grösste oder der grösste Fehler, wo Brands, Luxury Brands in der heutigen Zeit machen? Greed, also gierig werden. Das finde ich ein großes Problem, weil für mich Luxus sehr stark in der Aristokratie verankert ist und das kommt für mich mit ganz starken Werten auch des Wissens, wann es genug ist. Und ich finde, das wird gerade nicht so richtig eingehalten. Also viele Marken werden zu groß gerade und vor allem auch aus meiner Sicht in Gebieten, wo sie vielleicht auch gar nicht hingehören. Die erweitern sich in Felder, die nicht ihre Core-Kompetenz sind. Und dann teilweise halt auch mit Konsumenten, die jetzt vielleicht nicht mehr die Kennerschaft und die Liebe für dieses Produkt eigentlich haben, sondern halt vor allem aus Statusgründen kaufen. Und da finde ich, verkommt so ein bisschen die ureigene Idee von Luxusprodukten und ihrer Herkunft. Und aus meiner Sicht findet da eine Verwässerung statt, die halt natürlich super aussieht, was das Volumen anbelangt, aber aus meiner Sicht auf lange Sicht die Marke kaputt macht. Du redest von Grundwert von der Luxusindustrie. Was ist das für dich persönlich? Also ich habe da ein bisschen Oldschool-Ansicht dazu. Aber wie ich schon gesagt habe, es ist sehr werteverbunden aus meiner Sicht. Immer zu wissen, was ist unser Heritage, wo kommen wir her und dem auch immer treu zu bleiben und nicht irgendwelchen Moden zu folgen oder Trends zu folgen, nur um zu gefallen. Ich habe den tollsten Satz vor kurzem endlich wieder aus dem Mund eines CEOs gehört von einer Luxusmarke, der gesagt hat, you need to have the courage to be disliked oder not to please everyone. Und das gehört für mich auch dazu. Für mich ist Luxus ein Geschmacks... Wir sagen Tastemaker, also jemand, der den Geschmack vorgibt. Und wenn ich mal versuche, Leuten zu gefallen, dann richte ich mich ja nach dem, was die anderen Leute mir sagen, was ihnen gefällt. Und ich finde die Aufgabe, das erwarte ich auch von einer Luxusmarke, dass die den Mut haben und auch die Eigensinnigkeit haben, den Geschmack vorzugeben. Und dann kommen halt auch mal ein paar ungewohnte oder vielleicht sogar ugly pieces raus, so wie man es heute ja sagt, also ein bisschen befremdliche Stücke, die aber halt genau einen neuen Trend auch vorgeben. Und die Luxusindustrie ist ja die Leader-Industrie, an der sich eben andere Industrien orientieren. Und das, finde ich, gehört zu den Grundwerten dazu. Daring to be different. Hast du das Gefühl, dass in letzter Zeit oder in den letzten Jahren vielleicht die Luxusindustrie immer mehr auch ein bisschen Mainstream geworden ist? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das hängt mit dem ersten Punkt zusammen, den ich da gesagt hatte, dass natürlich da klingelt die Kasse, wenn der große Markt sich dafür interessiert. Natürlich ist die Kaufkraft sehr viel höher geworden, gerade eben auch in Ländern, die früher nicht so eine große Masse an Leuten hatten, die sich Luxusprodukte leisten konnten. Aber gerade halt in den früheren Entwicklungsländern in Asien, die jetzt bei weitem keine Entwicklungsländer mehr sind, ist natürlich eine riesen Masse an Leuten dazugekommen, die eine sehr hohe Kaufkraft haben. Und dann kommen natürlich noch diese ganzen Einzelkinder hinzu aus den Haushalten jetzt in Asien, die zum Beispiel 4, 5 verschiedene oder 6 Erwachsene haben, die alle in dieses Kind investieren. Das ist natürlich eine unheimliche Kaufkraft da, aber in dem Alter, wo die Leute vielleicht auch noch gar nicht so richtig sich für den Hintergrund von diesen Marken interessieren, sondern halt jetzt einfach mal wissen, das sind Statusprodukte und die braucht man halt jetzt. Ist das so ein bisschen die Herausforderung im Moment in dieser Branche? Ich glaube, zurzeit ist die Branche noch ziemlich auf einem High. Die reiten da recht die Welle.
kann ich ja auch verstehen. Es ist natürlich toll, wenn die Marke gut läuft und zweistelliger Wachstumsfaktor, der jedes Jahr angesagt ist. Es ist halt nur schwierig, dann irgendwann zu sagen, es reicht oder es auch zu akzeptieren, dass dieser zweistellige Wachstumsfaktor sich auch wieder reduziert und dann zu sagen, okay, das ist eine normale Entwicklung oder vielleicht auch eine gesunde Entwicklung, anstatt sich dann selber so zu peitschen, dass das immer so bleiben muss, weil das kann nicht gut kommen. Man kann nicht so kreativ sein, man kann auch nicht so gut sein, als dass die ganze Zeit dieses hohe Niveau aufrechterhalten bleiben kann, in dieser Geschwindigkeit und in dieser Masse, aus meiner Sicht. Heute Morgen hast du dich auch ein bisschen exponiert und auch gesagt, oder, dass die grössten Herausforderungen sind auch ein bisschen so der Gegensatz von dem Mystery-Gedanken, wo man hat, eigentlich schon immer über Luxusmarken versus was heutzutage immer wichtiger wird, so Traceability, was ist so die Supply Chain, woher kommt das, gerade Thema Kinderarbeit etc. Wie ist das, oder wie tut das einen Impact machen in der Luxusindustrie? Also ich würde schon sagen, es gibt natürlich einen Unterschied, ob ich mein Geheimrezept, meine magische Formel erzähle, die dazu führt, ein ganz wunderbares Produkt zu kreieren. Da bin ich nach wie vor der Meinung, da darf man sein Secret schon behalten. Was aber das Thema Produktion, Supply Chain anbelangt, finde ich, muss absolute Transparenz gegeben sein. Absolut, also so weit, wie es halt möglich ist. Es ist auch nicht immer möglich, zum Beispiel einen Diamanten oder Recycled Gold wirklich zurückzuverfolgen. Das ist technologisch noch nicht immer ganz möglich. Aber ich finde, das, was jetzt möglich wird mit der Technologie, ist eine Aufforderung an jede Firma, sich dem zu stellen. Weil Traceability ermöglicht, Dinge zu wissen, die man vorher nicht wissen konnte. Und dann liegt es an der Marke, wie viel rede ich drüber. Wenn sich eine Marke dafür entscheidet, über etwas nicht zu reden, was sie aber wissen, heißt es, sie haben was zu verheimlichen. Und da finde ich, das kann ja passieren, kann rauskommen, okay, wir arbeiten mit einer Mine zusammen, die keine guten Konditionen hat oder Substandard-Konditionen, dann muss ich die Konsequenzen daraus ziehen. Und das ist natürlich viel Arbeit. Also du machst eine Box der Pandora auf und da kommen halt wahrscheinlich nicht so schöne Sachen raus, was bis zum gewissen Grad auch normal ist. Und dann ist die Frage, was mache ich damit? Mache ich weiter und rede nicht drüber, was aus meiner Sicht ganz falsch ist? Oder, das hofft sich ja natürlich auch die Regulation, dass die Firmen dann sagen, okay, wir müssen was ändern, wir müssen da aufräumen oder wir müssen die Supply wechseln. Das ist ja eine von diesen grossen Herausforderungen, die im Moment die ganze Industrie prägen. Kannst du vielleicht erklären, was die anderen grossen Herausforderungen sind auch? Ja, also aus meiner Sicht ist eine zentrale Frage, wie elitär darf der Luxus sein? Und ich habe schon das Gefühl, dass da nicht wirklich drüber gesprochen wird und alle Firmen so ein bisschen damit hadern, wir möchten ja exklusiv sein. Exklusiv ist halt nun auch mal sehr positiv auch konnotiert, weil es dann was Besonderes ist. Auf der anderen Seite aber auch sehr negativ konnotiert, wenn das Gegenteil von inklusiv ist. Und aus meiner Sicht gibt es schon Möglichkeiten, beides zu bedienen, aber man muss das schon aktiv überlegen, inwiefern, wo versuche ich einen eigenen Rahmen zu kreieren für ganz bestimmte Kunden. Also ich finde zum Beispiel, so wie Watches and Wonders das macht, dass sie die Public Days ausgeweitet haben, dass sie zum Beispiel auch Watches and Wonders in the City jetzt haben, sodass die große Public auch mit einbezogen wird, aber dann gibt es natürlich immer noch die Tage, die den Journalisten und den Industriespezialisten und halt den Businessleuten und den VIP-Kunden vorbehalten sind. Und dann gibt es nochmal die Separés für die wichtigsten Kunden. Von diesen Separés wissen aber die meisten Leute gar nicht, weil die wirklich versteckt sind. Und dann kann man so ein Tiering-System aufbauen, was aber der allgemeinen Öffentlichkeit schon das Gefühl gibt, hey, die schotten uns nicht total ab, sondern wir sind eingeladen, wir dürfen also sozusagen an den Hof mitkommen, aber wir dürfen halt nicht überall mit rein. Und das finde ich ist okay. Und ich glaube auch, dass das jeder von uns möchte. Also eine Art der sozialen Stratifizierung, das ist etwas, was aus meiner Sicht so fast ein menschliches Bedürfnis ist. Also wir wollen, wenn wir nicht in die Top-Gruppe gehören, wollen wir irgendwie von was träumen können. Und wenn wir zu der Gruppe gehören, ist es uns wichtig, uns auch irgendwie abgrenzen zu können. Also dieses soziale Spiel, was wir auch im Tierreich kennen, ist irgendwas, was wirklich in uns hardwired ist.
Und das können wir nicht einfach übertünchen und sagen, alle sind jetzt gleich und es gibt trotzdem noch Luxus. Das ist absolut diametral entgegen der Idee vom Luxus aus meiner Sicht. Und eine weitere Challenge ist aus meiner Sicht das ganze Thema mit der Nachhaltigkeit. Auch das gehört nicht zu den Kernkompetenzen vom Luxus, aber ist natürlich ein Must-have jetzt heutzutage. Und da ist aus meiner Sicht die große Herausforderung, es nicht hinzustellen, als wir sind jetzt auf einmal exzellent in Sustainability, sondern wir tun, was wir können, in einer überzeugenden Art und Weise und einer ehrlichen Art und Weise, aber wir rühmen uns dafür nicht. Und das habe ich gesehen in vielen Gesprächen mit Vertretern aus der Industrie, dass die manchmal lieber gar nicht drüber reden, als dass sie zugeben, dass sie vielleicht noch am Anfang stehen, weil die Luxusindustrie für sich immer den Anspruch hat, wir müssen, was wir tun, perfekt machen und exzellent machen. Aber mit Nachhaltigkeit kannst du nicht perfekt sein. Das geht immer mehr. Ja? Und egal, sobald du im produzierenden Gewerbe bist, bist du nicht nachhaltig, weil du könntest es auch einfach sein lassen. Oder? Also von daher, Sustainability ist eine große Challenge. Ja, und da gibt es natürlich noch so andere Themen im sozialen Diskurs, Gender Fluidity, was so dem üblichen Mann-Frau-Diskurs in der Luxusindustrie, sagen wir mal, zumindest ein bisschen aufwirbelt, weil wir da natürlich schon eine ganz klare Trennung oft hatten, welcher Luxus ist für die Männer, welcher für die Frauen. Und wie interagiert der miteinander? Und auf einmal wird das recht fluide. Und das ist auch eine Identitätsneuerfindung, denke ich, für viele Firmen. Gleichzeitig verändert sich auch unsere Welt. Krieg und ganz viel, also eben, wie du sagst, vielleicht auch Themen, die Gesellschaft angehen, haben sich auch verändert in den letzten Jahren. Wie ist das jetzt für eine Luxusmarke? Wie soll man sich da positionieren? Was sagst du deinen Kundinnen und Kunden, die du betreust, wenn du in das Thema schaust? Super Frage. Ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze dazu. Also es hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, in welcher Industrie man ist. Ich glaube, bei manchen Firmen ist es so, dass die Kunden einfach kommen und die wollen in eine andere Welt einsteigen. Dann ist es wirklich so eskapistisch, ich will nichts hören von Krieg und Problemen und sonst was, ganz viel, wenn es halt um den Experience-Luxus zum Beispiel geht. Ich glaube, da wollen die Leute mal echt aussteigen aus der normalen Welt. Wenn es um Hard Luxury geht, jetzt wie zum Beispiel Gold, da möchte ich als Konsument zum Beispiel schon wissen, wo kommt das her, wer hat dafür gelitten? Oder auch bei Diamanten war natürlich die große Diskussion mit den Blutdiamanten früher. Da ist es aus meiner Sicht wichtig, dass die Firmen tatsächlich Schritte unternehmen und dass sie die Hausaufgaben hinten dran machen, dass sie, wie ich gesagt habe, dass sie eine ordentliche Businesspraxis haben. Ich finde es gefährlich, wenn sich Firmen als Aktivisten präsentieren. Gibt es aber auch. Ich habe eine Bekannte, die forscht auch gerade an dem Thema, inwiefern können Luxusmarken zu Aktivisten werden. Sie würde wahrscheinlich eher sagen, die können sich das leisten. Ich halte es dennoch für gefährlich. Ich würde, wenn ich eine Luxusmarke führen würde, würde ich, glaube ich, eher schauen, ich versuche mein Verhalten dementsprechend anzupassen, was in der Welt gerade passiert, also das Beste zu machen, was ich kann, aber ich würde es mir nicht auf die Fahnen schreiben und ich würde auch kein Aktivist werden, weil das nicht meine Kernkompetenz ist. Gerade in diesem Topic sagt man ja manchmal, wenn man keine Position bezieht man trotzdem eine Position. Wie siehst du das? Wie ist das genau? Ja, wiederum auch ein sehr, sehr guter Punkt. Ich bin halt Akademiker und für mich ist es nie schwarz und weiß. Jeder Krieg, jede Krise, jede Challenge hat ganz viele Facetten und ist ganz komplex. Und ich würde es mir nie erlauben, in einer Krisensituation wie bei einem Krieg, mich für eine Seite auszusprechen, weil ein Krieg gewachsen ist über viele, viele Jahre aus meiner Sicht. Das sind ja nicht zwei Kinder, die sich mit Sand bewerfen im Spielkasten. Und da halte ich es für zu kurz gegriffen und die Welt zu einfach machend, wenn man dann Position bezieht, außer man ist selbst in irgendeinem Konflikt ganz klar mit ein aktiver Teil, was ich jetzt bei den Luxusfirmen in seltensten Fällen gesehen habe.
Jetzt bist du sehr lange in der Luxusbranche und beobachtest du vieles. Vielleicht kann man sagen, wie sich da auch das Konsumverhalten der Menschen ein bisschen verändert hat. Jetzt eben, gerade wenn man weiss, oder, das Budget wird vielleicht für die Mittelschicht knapper und gleichzeitig haben sich andere Märkte geöffnet. Wie ist das bei dir, wenn du das so beobachtest über die letzten 10 Jahre vielleicht? Also, wie du vorher gemeint hattest, ich sehe eigentlich relativ wenig die Verknappung in den Ausgaben für den Luxus. Da staune ich immer wieder, wie auch Studenten zum Beispiel mit den Luxustaschen schon daherkommen. Ich glaube aber auch, dass extrem viel Geld, das eigentlich für andere Dinge früher ausgegeben worden ist, für Luxus jetzt ausgegeben wird. Also die eigentlich nicht so viel Geld haben, sich das wirklich zusammensparen oder halt dann diese Dinge kaufen, auch wohl wissen, dass sie wieder verkaufen können und dass sie halt inzwischen auch Secondhand kaufen können. Da gibt es schon so Smart-Käufer auch, die Sachen dann für eine Saison tragen und dann einfach weiterverkaufen. Es gab auch eine ganz interessante Studie, die mal gesagt hat, dass der Großteil der Leute, die Luxus kaufen, also halt, wir reden so vom normalen Luxus, nicht diesen wirklich, wirklich teuren Ultra-Luxus, dass das oft gar nicht so wohlhabende Leute sind. Dass man sich eher noch etwas Spezielles leistet. Ja, okay. Und vielleicht ist es auch so, dass man sich eben, wie du sagst, etwas Spezielles leistet, trotzdem der Luxus immer noch, oder ein Luxus-Item immer noch ein Statussymbol ist? Oder hat sich das auch ein bisschen verändert jetzt über die letzten Jahre? Ja, ich finde schon. Ich würde sagen, Luxus ist total krisenfest und konjunkturfest an sich. Die Frage ist immer nur, in welcher Form kommt Luxus daher? Und ich kann mich noch eben daran erinnern, als ich gerade aus der Uni gekommen bin, ich komme aus München eigentlich, da hat so jede Jurastudentin, die halt irgendwie es zu was bringen wollte und halt vielleicht sozial noch aufsteigen wollte, die hat so einen Code gehabt. Das musste die Chanel Flatback sein, das musste eine Rolex Datejust Oyster in Roségold sein und dann am besten noch ein Freund, der einen Cayenne fährt. Ja. Das war so, das musste sein und dann hast du es geschafft. Genau. Ja. Und heute würde ich jetzt meinen, dass es eher peinlich ist. Also, dass man weiß, so, das ist so die Oldschool-Art, Luxus zu leben. Ich habe vorher darüber gesprochen, diese Solid-Art, also diese wirklich tangible Form des Luxus, die einen aber halt auch bindet. Und ich sehe das heute, dass Luxus schon in sehr viel erlebnisreicheren Arten daherkommt, dass Luxus zum Beispiel auch mal ein super teures Essen ist oder ein ganz spezieller Cocktail oder eben eine Reise, Sachen, die ja sehr ephemeral sind, die einfach dann weg sind, wenn sie halt konsumiert sind. Und dafür geben aber junge Menschen auch extrem viel Geld aus. Und gleich das Thema Silent Luxury, das wird ja immer mehr benutzt. Was ist das für ein Trend für dich auch? Das sind für mich ich glaube, das hat was mit Maturitätsgrad zu tun. Also ich halte es auch für komplett normal. Ich glaube, da sind wir auch alle durch diese Stadien gegangen und je nachdem, was halt da noch so kommt. Ich würde mal sagen, so der laute Luxus ist halt der Einsteigerluxus, damit man halt zeigen kann, so, ich gehöre jetzt auch dazu, ich habe es jetzt auch geschafft. Und dann kommt aber relativ schnell so eine Müdigkeit oder auch mehr Kennertum. Ja, wenn ich dann merke, vielleicht merke ich ja auch, je größer das Logo ist, desto billiger ist eigentlich das Item von der Luxusmarke und je teurer es ist, desto weniger groß ist das Logo. Da gibt es auch tatsächlich eine Studie dazu, die das zeigt. Was eben ausdrückt, dass je mehr ich den Code der Marke verstehe und ich mich mit Leuten umgebe, die es sowieso erkennen, ohne dass sie das Logo sehen müssen, dann bin ich ja noch einen Schritt weiter im Connoisseurtum. Das heißt, das ist so eine Stufe höher in der Hierarchie des Luxus, aus meiner Sicht. Und dieser Trend hin zu auch wieder so ein bisschen wie die echten Reichen auszusehen. Es gibt ja diesen Nouveau Riche und dann gibt es die alten Reichen und dieser alte Reichtum ist ja auf Social Media gerade wieder voll in und wird voll propagiert, auch mit dem Startguide, der ja genau diese 2 verschiedenen Arten des Luxus lebt, zeigt schon diese Entwicklung hin, okay, du brauchst die erste Stufe, dass du dazugehörst und wenn du dann wirklich weißt und wirklich reich bist, dann kannst du den leisen Luxus leben. Vielleicht als allerletzte Frage für dich persönlich, was ist Luxus? Das ist aus meiner Sicht, es ist jetzt auch keine überragend neue Antwort, aber ich merke es tatsächlich, dass es
sehr viel mit der Arbeit an sich selbst zu tun hat. Ich habe so eine Liste heute gesehen, was echter Luxus ist. Da waren 6 Punkte drauf und der Punkt, der mich am meisten getriggert hat, war der Punkt, einen easy morning zu haben. Mhm. Und da dachte ich mir, das ist echt wahr. Das ist der größte Luxus für mich zur Zeit. Vielleicht ist das in 5 Jahren was anderes, ist, in den Tag zu starten und vielleicht eine Runde meditieren, eine Runde ohne Stress mit dem Hund rausgehen, vielleicht eine Runde joggen gehen oder so. Und dann irgendwann schon noch arbeiten am Tag, aber halt irgendwann. Das ist für mich der größte Luxus. Danke vielmals für das Abschlusswort und sehr spannend gewesen, dein Einblick. Danke für das. Dankeschön. Das ist wirklich spannend.